Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist ein Longtail-Lastenrad, also ein Lastenrad mit einem langen Gepäckträger. Und diese Art der Lastenräder wird in letzter Zeit immer beliebter, weil sie sich zum Beispiel auch als Familie mit Kindern sehr lange nutzen lassen. Es gibt aber bei der Bedienung im Alltag auch so ein, zwei Fallstricke und in diesem Video wollen wir einmal betrachten, wie wir diese umschiffen können. Der erste Fallstrick ist das Thema Beladung. Grundsätzlich geht es bei dem Thema Beladung auch immer um das Thema Gewichtsverteilung. Und Longtail-Lastenräder sind normalen Fahrrädern sehr ähnlich in ihrem Aufbau. Das heißt, es gelten auch die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie bei einem normalen Fahrrad. So sieht ein normales Fahrrad aus. In etwa. Wenn man da jetzt einen Kindersitz montiert und ein Kind reinsetzt, dann wandert der Schwerpunkt nach oben und nach hinten bei dem Fahrrad. Und das verändert das Fahrverhalten je nach Gewicht des Kindes teils signifikant. Es kann beim starken Beschleunigen oder beim Bergauffahren sein, dass das Vorderrad leichter ansteigt und so zu einer kritischen Situation führen. Das gilt natürlich besonders für kräftige E-Bikes. Dieser Effekt kann durch einen verlängerten Radstand, also den Abstand zwischen den beiden Achsen, minimiert werden, wie bei einem Longtail. Allerdings kann der Radstand auch nicht ins Unendliche verlängert werden, weil dann die Fahrqualität bei einem Longtail stark darunter leidet. Deswegen haben die meisten Longtails einen ziemlich ähnlichen Radstand. Wenn man jetzt ein Kind hier hinten drauf setzt, dann wandert natürlich der Schwerpunkt weiterhin noch nach hinten und nach oben, aber er bewegt sich in den meisten Fällen weiterhin innerhalb des Radstands. Und dadurch wird vermieden, dass das Vorderrad leicht ansteigen kann. Ein weiterer Effekt, den viele Longtails noch haben, ist, dass zumindest das Hinterrad deutlich kleiner ist als bei normalen Fahrrädern. Die meisten oder viele haben da 20 Zoll Räder und wenn man einen Longtail hat mit einem größeren Rad, dann ist der Effekt, den wir am Anfang beschrieben haben, dass also der Schwerpunkt sehr weit nach hinten und nach oben wandert, tatsächlich auch stärker spürbar, indem halt die Wheelie-Freudigkeit deutlich ansteigt, aber auch das Unfallrisiko. Besonders betrifft das natürlich diejenigen, die hier zwei Kinder draufsetzen wollen. Also solltet ihr bei einem Longtail darauf achten, dass das schwerere Kind weiter vorne sitzt, also näher am Mittelpunkt, und das leichtere Kind weiter hinten. Besonders dann, wenn ihr ein Longtail habt mit einem größeren Hinterrad. Damit bekommt ihr dann den Schwerpunkt des Rades insgesamt weiter nach vorne, näher an die Mittelachse. Und wenn ihr dann noch weitere Dinge transportieren wollt, wie Taschen, Rucksäcke etc., dann würde es sich lohnen, diese Dinge auf einem Frontgepäckträger zu befestigen, den die meisten Longtails zumindest optional bieten. Damit wird die Last, die ihr hinten auf dem Gepäckträger habt, zumindest teilweise ausgeglichen und der Schwerpunkt wandert wiederum weiter nach vorne. Also größere Last natürlich nach hinten, aber das schwerere Kind weiter nach vorne und den vorderen Gepäckträger gut nutzen. Und die zweite Frage ist, wie versichere ich eigentlich mein hochwertiges Longtail? Das hat nichts mit dem Thema zu tun, geht aber um den Sponsor des heutigen Videos, nämlich helden.de. Bei helden.de bekommt ihr nämlich eine große Auswahl verschiedener Versicherungen. Über Pferdehaftpflicht, Hundehaftpflicht, Gewerbehaftpflicht, über Hausratversicherung bis hin, und das ist wahrscheinlich für euch ganz besonders interessant, zu einer Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Die Versicherungen, die ihr bei helden.de bekommt, sind fair eingepreist, sind transparent und bieten gute Leistung. Und es gibt auch noch so einen Community-Gedanken, denn immer wenn ihr eine Versicherung bei helden.de abschließt, bekommt ihr einen Heldencode, den dann eure Freunde und Verwandten dafür verwenden können, um ihrerseits bei Versicherungen von helden.de einen Monatsbeitrag pro Jahr zu sparen. Also, wenn ihr eine Versicherung dort abschließen möchtet, geht mal auf den Link unten in der Videobeschreibung oder nutzt den Code RBND4 und dann wissen die, dass ihr von mir geschickt wurdet. Vielen Dank an helden.de für den Support der Radelbande. Die wirkliche zweite Frage ist, wie setze ich Kinder hier überhaupt drauf? Und das ist natürlich ganz stark abhängig davon, in welcher Lebensphase sich deine Kinder befinden. Grundsätzlich würde ich davon abraten, auf einem Longtail Babys mitzunehmen. Denn auch wenn es entsprechende Babyschalenhalterungen gibt, sind diese häufig nicht sicher genug und das Heck eines Longtail-Lastenrades ist auch nicht gefedert. Das heißt, bei irgendwelchen Kanten rumpelt das teilweise schon ziemlich übers Kontor. Babys sind in diesem Falle besser in einer Weberschale oder in einer Babyschale in einem Anhänger aufgehoben. Aber sobald die Kinder sicher sitzen können und alt genug sind, kann man sie natürlich in einen guten alten Kindersitz setzen. Da müsst ihr darauf achten, dass der eurem Kind möglichst gut passt, in Form von verstellbaren Fußstützen, dass der Gurt verstellbar ist und möglichst nicht über die Schulter rutscht und
dass das Kind natürlich auch komfortabel drin sitzt. Und wenn ihr es auf die nächste Stufe heben wollt, dann wählt ihr einen Sitz, der sich entweder federn lässt oder der gefedert aufgehängt ist oder aber auch solche Features bietet wie dieser hier, dass ihr den so in der Neigung verstellen könnt, wenn da jetzt nicht so eine Strebe wäre. Wenn euer Kind in so einem Kindersitz noch aussieht wie ein Sack Kartoffeln und sich nicht so richtig halten kann, dann setzt es noch eine Weile in den Anhänger. Wenn eure Kinder dann größer sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nutzt einen solchen Sitz, so einen Nachfolgesitz. Die gibt es von verschiedenen Herstellern und lassen sich auch auf einem normalen Gepäckträger montieren, der halt entsprechend viel Last aushalten kann. Und die haben mehrere Vorteile. Auf der einen Seite haben sie eine Rückenlehne, da kann das Kind sich weiterhin anlehnen. Die meisten kommen mit Fußrasten, damit das Kind auch seine Beine gut abstellen kann. Und mit so einem Beckengurt, sodass das Kind nicht einfach so runterrutscht. So einen Sitz würde ich aber auch nur dann empfehlen, wenn euer Kind sich selbstständig festhalten kann, wenn es eventuell schon selber Fahrrad fahren kann und so ein bisschen auch die Bewegung, die ihr macht, widerspiegeln kann und somit auch aktiv mitfährt. Dieser Sitz und dieser Sitz, die sind beide von BoBike und die haben wir jetzt schon seit einem knappen Dreivierteljahr auf diesem Fahrrad montiert. Und wie uns die gefallen, das seht ihr hier in diesem Video. Die zweite Möglichkeit, um etwas größere Kinder hier drauf zu setzen, bieten die Lastenradhersteller meistens selber an. Nämlich diese Sitzpolster, die lassen sich auf verschiedene Art und Weise auf diesen Gepäckträgern montieren und bieten dann teilweise bis zu 3 Kindern hintereinander Platz. Solche Polster würde ich dann empfehlen, wenn eure Kinder alt genug sind und auch aus so einem Sitz quasi schon rausgewachsen sind. Die sind in den meisten Fällen bequem gepolstert und die Kinder sitzen da richtig gemütlich drauf. Sie können sich so ein bisschen lümmeln, nach vorne oder nach hinten rutschen, so wie es gerade für sie am besten ist. Aber sie haben halt, wenn sie irgendwo in der Mitte sitzen, in den meisten Fällen keine Rückenlehne. Was man auch beachten muss, ist die Kombinationsmöglichkeit. Riese und Müller hat jetzt hier ein langes Polster. Es gibt aber auch viele Hersteller, die 2 einzelne Polster haben, sodass ihr ein einzelnes Polster mit so einem Kindersitz oder so einem Kindersitz kombinieren könnt. Da müsst ihr einfach darauf achten, in welchem Alter sich eure Kinder befinden und was dann für eure jeweilige Situation am besten ist. Wenn die Kinder dann so groß sind und auf so einem Polster oder auf so einem Sitz sitzen können, dann bieten sich noch mehrere Möglichkeiten an, damit sie sich festhalten können. Auf der einen Seite hier natürlich so ein Bügel, den ebenfalls die meisten Fahrradhersteller anbieten, aber es gibt auch Griffe, die sich hier an der Sattelstütze montieren lassen, sodass die Kinder dann quasi auch so ein richtiges Fahrradfeeling haben. So einen Bügel würde ich dann empfehlen, wenn die Kinder noch klein sind, denn sie bieten einfach nochmal einen zusätzlichen Schutz, selbst wenn sie hier in so einem Kindersitz sitzen. Wenn die Kinder größer werden, dann wird so ein Bügel eventuell irgendwann unpraktisch, weil sie dann Schwierigkeiten haben, hier einfach drüber einzusteigen und es dann vielleicht auch ein bisschen peinlich aussieht, wenn das 12-jährige Kind hier hinten drauf mit so einem Sicherheitsbügel sitzt. Aber das ist im Endeffekt eure Wahl. So ein Sicherheitsbügel würde ich definitiv empfehlen, wenn ihr mit kleineren Kindern im Alltag unterwegs seid. Und was bei Regen und Schnee? Hä? Sollen die erfrieren oder was? Auf Longtail Cargo Bikes sind die Kinder eher den Elementen ausgesetzt. Der elterliche Oberkörper bringt zwar vielleicht so ein bisschen Schutz vor dem Fahrtwind, aber im Endeffekt sitzen sie genauso im Freien wie ihr. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie sich nicht bewegen. Und damit müsst ihr darauf achten, dass ihr sie etwas dicker anzieht als euch selber, weil sie ansonsten eher frieren. Einige Longtail-Hersteller bieten solche Kabinen an, die sich hinten über dem Gepäckträger montieren lassen, um die Kinder dann vor Regen, Sonne, Schnee und Wind zu schützen. Und einige lassen sich auch adaptieren, aber längst nicht alle Hersteller haben so etwas im Portfolio. Und andere Möglichkeiten kommen dann zum Beispiel von den Kindersitzherstellern, die dann zum Beispiel so ein Zubehör anbieten, das sich dann über den Kindersitz stülpen lässt, hier unten befestigen lässt. Und das funktioniert dann auch wirklich nahtlos mit dem Sitz. Das Kind lässt sich hier reinsetzen und ist dann richtig muckelig aufgehoben. Also Wetterschutz ist im Vergleich zu einem Long John, wo es für die meisten Long Johns richtig gute Regenverdecke gibt, bei einem Longtail nicht ganz so einfach. Es ist aber möglich. Und wenn es doch zu sehr rumsauen sollte, gibt es auch noch den guten alten Anhänger. Also kurz gesagt, den Schwerpunkt möglichst weit in die Mitte bringen, die passenden Sitze für das Alter eurer Kinder auswählen und die Kinder etwas dicker anziehen als euch selbst. Das sind die Tipps der Radelbande zum Longtail-Fahren. Und wenn ihr jetzt noch weitere Tipps oder Fragen habt, dann schreibt sie mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal.
Tschüss. Bis dann.